Einkaufen in Deutschland ist eigentlich gar nicht so viel anders als in anderen Ländern. Aber wenn man hier in Deutschland erstmal neu ist, dann fragt man sich trotzdem oft, ja, wo bekommt man eigentlich was? Und welche Supermärkte sind günstiger? Und wie unterscheiden sich überhaupt die ganzen Läden hier? Und genau das schauen wir uns gleich zusammen an. Ich bin Daiwa und ich versuche hier auf meinem Kanal, dir einfach viele Sachen hier rund um Deutschland so ganz einfach erklären und einfach auch viele Tipps aus meiner eigenen Erfahrung zu geben. Also, in Deutschland gibt es so klassische Supermärkte wie Edeka und Rewe. Also du kannst dort fast alle Lebensmittel kaufen. Also zum Beispiel Obst, Gemüse, Milchprodukte, Brot, ja auch Haushaltsprodukte und oft gibt es auch so ein kleines Sortiment von Pflegeprodukten. Bei Rewe gibt es oft auch so extra Getränkemärkte. Also dort in diesen Läden ja, kann man meistens größeren Getränkenauswahl kaufen oder einfach große Getränkekisten. Viele Supermärkte haben auch eine eigene Bäckerei oder Fleischtheke oder Käsetheke. Also dort kannst du zum Beispiel auch frische Produkte kaufen, die nicht abgepackt sind. Dann gibt es noch sehr große Supermärkte, wie zum Beispiel sowas wie Kaufland oder Hit. Diese Supermärkte sind meistens deutlich größer als normale Supermärkte. Also und dort gibt es nicht nur Lebensmittel, sondern auch ja ganz viele andere Sachen, zum Beispiel wie Anziehsachen, Küchenartikel, Haushaltswaren oder einfach auch viele Sachen, was du für den Alltag brauchst. Und ja, wenn du einen großen Einkauf machst, dann kann es sich auch dann lohnen, in so einen großen Supermärkten zu fahren, weil du einfach auch dort alles bekommst. Diese Supermärkte sind aber auch etwas teurer als Discounter. Ne? Dafür ist ja aber auch der Auswahl größer. Und bei Discounter wie Aldi, Lidl, Penny, Netto oder Norma sind viele Sachen oft das günstiger, ja, als in den anderen Supermärkten. Und dort bekommst du einfach auch viele so Grundprodukte wie Nudeln, Reis, Tiefkühlprodukte einfach auch günstiger. Ne? Aber die Auswahl ist nicht so groß wie dann in so größeren Supermärkten. Ne? Deswegen kaufen viele Menschen hier erstmal einfach so beim Discounter die Grundlebensmittel und wenn sie etwas Bestimmtes nicht finden, dann gehen sie oft danach noch zu Rewe oder zu Edeka oder auch zu Kaufland. Dann gibt es noch Bio-Supermärkte. Ja, zum Beispiel Alnatura oder Dance Biomarkt. Dort findest du Bioprodukte und ja auch oft so andere Lebensmittel, also was man sonst nicht im normalen Supermarkt bekommst. In den Bio-Supermärkten sind die Lebensmittel oft etwas teurer. Wenn du Lebensmittel aber aus deinem Heimatland suchst, schau einfach nach internationalen Supermärkten. In vielen Städten gibt es wirklich sehr viele auch türkische, asiatische, polnische oder russische Läden. Also dort findest du oft Produkte, die ja in normalen deutschen Supermärkten gar nicht gibt. Dann gibt es noch Drogerien. Also die bekanntesten Drogerien in Deutschland sind DM und Rossmann. Dort kannst du zum Beispiel ja Pflegeprodukte, Babyprodukte oder Putzmittel kaufen. DM und Rossmann haben aber auch ihre eigene Lebensmittel, also zum Beispiel Hafermilch haben sie da oder Nüsse, so Tee oder auch so oft so glutenfreie Sachen zum Beispiel auch. Ne? Was in Deutschland typisch ist, hier gibt es wirklich viel Brot. Also Menschen essen auch hier viel Brot und fast in jedem Supermarkt findest du Brötchen, Brot oder Laugengebäck. Oder es gibt manchmal so kleine Backstationen, wo frische Brötchen oder Brote aufgebacken werden. Ne? Und wenn du zum Beispiel Pflanzen, Blumen, Kräuter oder Gartenzubehör brauchst, dann kannst du das zum Beispiel bei Pflanzenkölle kaufen. Und wenn du Sachen zum Bauen, Renovieren, Tapezieren oder ja andere Zubehör für den Haushalt brauchst, das bekommst du dann zum Beispiel bei Obi oder Hornbach. Was noch wichtig in Deutschland ist, in Deutschland haben Supermärkte, Drogerien oder auch viele andere Läden am Sonntag oft geschlossen. Deswegen gehen viele Menschen hier oft ja am Samstag einkaufen. Also, und dann ist es hier in den Läden meistens relativ voll. Und wenn du aber am Sonntag doch noch etwas brauchst, dann gibt es manchmal hier auch so einen kleinen Shops oder die auch am Bahnhof sind zum Beispiel. Oder in Tankstellen gibt es auch manchmal so ein kleines Sortiment, das du auch am Sonntag kaufen kannst. Ja, da kannst du meistens das Nötigste kaufen, aber oft ist es auch schon ein bisschen dann teurer als im normalen Supermarkt. Und noch etwas.
Die Kassen in Deutschland, also zum Beispiel bei Aldi oder Lidl, geht es manchmal richtig turbulent. Also die Kassierer scannen die Produkte sehr, sehr schnell und man muss dann auch ja, versuchen, ganz schnell das alles einzupacken. Manchmal kann es echt stressig sein. Also deshalb ist mein Tipp, pack nicht direkt alles perfekt in der Tasche. Also leg die Sachen erstmal wieder in den Einkaufswagen und pack sie danach in Ruhe einfach dann irgendwo an der Seite. Das machen ja eigentlich sehr viele hier so. Und noch ein kleiner Tipp. Viele Supermärkte oder auch so Drogerien haben Kundenkarten oder Apps, zum Beispiel Payback oder Rewe Bonus App. Also damit kannst du Punkte sammeln oder manchmal auch so kleine Rabatte bekommen. Also wenn du oft zum Beispiel da in diesem Laden einkaufst, lohnt es sich wirklich dann, sich da anzumelden. Okay, das war eine kurze Übersicht über einige Supermärkte hier in Deutschland. Ich wünsche dir ganz viel dann Spaß beim Einkaufen und ich sage bis bald und mach's gut.